Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmiezi YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr diesen kuscheligen Oversize-Sweater ganz ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, das Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Für das Projekt benötigt ihr einen schönen angerauten Wintersweat und Bündchenware. Den Stoff für das Rückteil habe ich mir hier bereits schon zugeschnitten, und zwar hat das eine Breite von 58 cm. Ihr müsst euch hier erstmal vermessen, und zwar benötigt ihr den größten Umfang an eurem Körper. Das ist entweder an der Brust oder eben am Bauch. Und bei mir macht das insgesamt 96 cm plus 20 Meter Bewegungsfreiheit habe ich dazugegeben. Das sind insgesamt 116 cm Umfang, und das durch 2 ist 58. Also wie gesagt, das Rückteil hat hier eine Breite von 58 cm. Dieses lege ich mir jetzt erstmal rechts auf rechts übereinander. Für den Halsausschnitt messe ich zuerst 8 cm ab, mache mir dort eine Markierung und gehe 3 cm nach unten, mache mir dort auch eine Markierung und verbinde dann schließlich beide Punkte miteinander. Im Halsausschnitt tragt ihr nun eure Schulterbreite ab, und zwar sind es bei mir hier 10,5 cm. Jeder hat aber seine eigene Schulterbreite. Und genau, von dort aus gehe ich nochmal für das Rückteil 2,5 cm nach unten und ziehe eine Linie durch. Und zwar, genau, bis zum Ende des Oberteils. So, die Schulterneigung ist nun eingezeichnet. Jetzt brauchen wir den Armausschnitt. Und zwar messt ihr da euren Oberarmumfang aus. Bei mir beträgt der hier 25 cm. Ich rechne das plus 15 cm für die Bewegung. Das macht insgesamt 40 cm. Also trage ich mir hier die Hälfte ab, und zwar 20 cm. Das war's dann auch schon fürs Rückteil, und dann kann dann hier entlang der Linien ausgeschnitten werden. Und die Markierung für den Armausschnitt übertrage ich mir natürlich auch noch auf die andere Seite. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist die Länge. Und zwar sind das hier vom Schulterpunkt bis unten 60 cm. Ich möchte aber hier später auch noch ein Bündchen dran nähen, und ihr müsst schauen, wie lang ihr euren Pulli haben wollt. So sollte euer Rückenteil dann aussehen. Für das Vorderteil habe ich mir hier auch erstmal den Stoff in den Stoffbruch gelegt und nehme mir nun das Rückenteil, lege es dort an und pause die Konturen erst einmal nach. So, für das Vorderteil möchte ich hier einen größeren Ausschnitt haben. Und zwar gehe ich hierfür 7 cm weiter nach unten, so dass es quasi insgesamt 10 cm sind. Und diesen Punkt verbinde ich dann wieder mit dem Schulterpunkt. Da wir beim Vorderteil aufgrund der Brust etwas mehr Stoff benötigen, setze ich hier meinen Schulterpunkt 1 cm höher, und diesen Punkt verbinde ich dann mit der Kante, und dadurch ergibt sich eine neue Schulterneigung. So, das wäre dann hier die neue Schulterlinie, und nun brauchen wir natürlich noch unseren Armausschnitt. Hier messen wir wieder die 20 cm ab, setzen uns eine Markierung, und im Anschluss kann ausgeschnitten werden. Ich übertrage mir hier noch die Markierung für den Armausschnitt auf die andere Seite, und dann ist das Vorderteil auch schon fertig. Für den Ärmel habe ich mir den Stoff hier auch rechts auf rechts zusammengelegt, und ich zeichne mir hier erstmal die 20 cm für den Ärmel ein.
Ja, für die Ärmellänge steckt ihr euch am besten erstmal das Rückteil und das Vorderteil zusammen, zieht es euch über und schaut, wie lang euer Ärmel sein muss. In meinem Fall sind das jetzt hier 41 Zentimeter. Diese trage ich mir unten ab und dann schaue ich, wie viel Umfang mein Handgelenk hat, also so, dass ich das bequem über meine Hand drüber bekomme. Das sind hier 22 Zentimeter. Diese 22 Zentimeter rechne ich wieder durch 2, das sind 11 und diese trage ich mir auf der unteren Linie ab. Genau, von der oberen Linie, wo wir uns 20 Zentimeter abgemessen haben, gehen wir nochmal 3 Zentimeter nach unten und verbinden diese beiden Punkte und oben lassen wir das rund auslaufen. So, dann ist der Ärmel auch fertig und diesen kopiert ihr euch einfach ein zweites Mal. Zunächst einmal legen wir Rückteil und Vorderteil rechts auf rechts übereinander, fixieren das Ganze an den Schultern und nähen die Schultern mit einem dehnbaren Stich zusammen. Ich mache das hier mit der Overlock, ihr könnt aber auch gerne die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen Zickzackstich einstellen. So, als nächstes wird dann der Ärmel festgenäht und zwar hier auch wieder rechts auf rechts. Ihr solltet euch ja bei Vorder- und Rückteil markiert haben, bis wohin der Ärmel festgesteckt wird. Genau, diesen stecke ich jetzt fest und nähe hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Genau, und beim anderen Ärmel verfahrt ihr natürlich ganz analog. So, wenn die Ärmel festgenäht sind, dann legen wir alles rechts auf rechts übereinander. Zuerst einmal stecke ich hier unten an den Achseln fest und das funktioniert am besten, wenn die eine Overlocknaht in die eine und die andere Overlocknaht in die andere Richtung schaut. Genau, dann ist das übereinander. Genau, dann stecke ich die Seiten fest, auf der anderen Seite ebenso und nähe hier wieder mit meiner Overlock. Ihr könnt aber auch wieder ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich einstellen. Als nächstes schneiden wir dann die Bündchen zu und hier messe ich zuerst den Umfang meines Halsausschnittes aus. Das sind bei mir ungefähr 56 Zentimeter. Diese nehme ich mal 0,8. Das macht 45 Zentimeter in der Breite und in der Höhe nehme ich hier 5 Zentimeter. Als nächstes messe ich den Arm aus. Das sind bei mir im Umfang 22 Zentimeter. Das mal 0,8 ergibt gerundet 18 Zentimeter. Also schneide ich mir hier in der Breite 18 Zentimeter zu und in der Höhe 16. Und hier unten am Bauchbündchen, das sind bei mir im Umfang 116 Zentimeter. Hier rechne ich auch wieder mal 0,8, das sind 93 Zentimeter, die ich mir in der Breite zuschneide und in der Höhe nehme ich hier auch 16 Zentimeter. Als nächstes nähen wir die Bündchen zusammen und zwar besteht mein Bauchbündchen hier aus 2 Teilen. Diese lege ich rechts auf rechts übereinander und genau, schließe an den Kanten zu einem Ring. Und genauso die Armbündchen, diese lege ich auch rechts auf rechts jeweils übereinander und schließe jeweils hier an der langen Kante. Und am Halsbündchen, dieses lege ich auch rechts auf rechts übereinander und schließe hier die Kante ebenfalls zu einem Ring. Um die Bündchen besser annähen zu können, teile ich mir erstmal alles in gleich große Abschnitte ein. Ich fange hier mit dem Halsausschnitt an und zwar lege ich hier die Schulternaht auf Schulternaht übereinander und ermittlere hier die hintere und die vordere Mitte und setze mir hier jeweils Knipse. Wenn ich das habe, lege ich die beiden Knipse übereinander und
Genau, ermittlere denn die Mitte von den Seiten. Genau, und das Gleiche mache ich halt auch bei den Ärmeln und unten am Bauch und auch bei den Bündchen. So, das Halsbündchen wird dann rechts auf rechts auf den Pullover gesteckt. Und zwar nehmen wir hier zuerst die Naht des Bündchens. Diese stecken wir auf die hintere Mitte des Pullovers fest und dann halt eben an den anderen Markierungen. Und das Gleiche machen wir natürlich auch an den Armen und unten am Bund. So, hier oben am Halsbündchen habe ich doch noch mal öfter festgesteckt, weil das näht sich dann einfach besser an. So, und genau, wenn ihr alles festgesteckt habt, dann näht ihr alle Bündchen gedehnt an. Und zwar bitte hier nur das Bündchen dehnen und nicht den Zwettstoff. Der Pullover ist nun fast fertig. Was ich jetzt hier noch mache, ist den Halsausschnitt ringsherum mit einem Gradstich absteppen. So sieht dann das fertige Ergebnis angezogen aus. Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Genau, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ebenso freue ich mich über ein kostenloses Abo und ja, dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.